Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Bin mal gespannt, ob Wrack irgendwas zu sagen hat, aber ich befürchte fast nein. Mr. Dubois, every worker, member of the board. How can I help you today? Nee, ich habe total keinen Bock, die Unterschriften für ihn zu beschaffen. Sehe ich halt gar nicht. Okay, dann melden wir erstmal den Stuff über Funk. Das sollten wir eh machen. Und dann würde ich tendenziell nochmal versuchen, die Hardy Boys anzuquatschen. Gucken, ob da irgendwas bei rumkommt. Vermutlich nicht, aber who knows? You're back before the cargo container. Its draw has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Hey, 17% Chance inzwischen. Let's roll. Wobei, warte. Wir kriegen doch safe noch irgendwie Rhetorik dazu. Minus Rhetorik. Dass man jetzt immer alles durchgucken muss, ne? Da wäre eine Suchfunktion langsam ganz gut. Hier, +1 Rhetorik. Okay. Das können wir tatsächlich auch fast mal an... Auf jeden Fall können wir das Körperberat-Ding mal wieder ablegen. Das wäre schon eine Sache. Könnten die Rüstung anlegen. Aber, sehe ich nicht. Es ist Minus-Rhetorik, ja. Okay. Könnte die Handschuhe jetzt... Nee, das eine Zwielicht hätte ich halt schon ganz gern. Was passiert eigentlich, wenn wir die Krawatte ablegen? Erstmal nichts, okay. Schade eigentlich. Ich dachte, die gibt einen Kommentar direkt von sich, wenn wir sie wieder anlegen. Okay, lass mal das... Also, ja, das Ding und dann tauschen wir das gegen das +1 Logikteil. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. You're back before the cargo container. Its draw has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Ungefähr eine Chance von 1:3. And as it's always been, it's impossible to open a container with rhetoric. Maybe you're losing your mind. Ja, maybe. But maybe not. No. Alright, tragen wir? Ja doch, wir tragen die Krawatte. Sehr gut. Das ist die Hauptsache. Okay. Dann wahrscheinlich, weil wir ja an sich in dem Bereich sind, können wir ja natürlich nicht quick traveln. Warum auch? Wir sind ja auch fast da. Es sind nur 3 umständliche Stufen und 2 Ladescreens. Interesting. Sollten wir nochmal in die Bude. Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, aber die Idee ist gar nicht verkehrt, glaube ich. Tendenziell hängt Kuno da ja auch noch im Hof rum, ne? Mit dem wollte ich eh nochmal sprechen. Wegen, ich weiß schon nicht mehr weswegen, aber wegen irgendwas sollten wir ihn ansprechen. Wegen der Fallen, wegen der Heuschrecken. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out tool. This is Precinct 57. How may I assist you? Verbinden Sie mich mit der Stadtbücherei in Jamrock. I'm afraid they're closed. It says here that the library is open from 10 a.m. to 6 p.m. Gottverdammt. We should try again during business hours. No shit, Kim. Anything else, Detective? Ja, ich muss eine Leiche auf der Promenade für Martinez melden. One moment. Can you please describe the body? Age, sex, cause of death? Es handelt sich um einen nicht identifizierten Mann mittleren Alters, ca. 1,70 bis 1,75 groß, dunkle Haare, mittlere Statur.
Er ist wohl ausgerutscht, mit dem Fuß in ein Loch in der Promenade geraten, mit dem Kopf gegen eine eiserne Bank geprallt. We suspect he might have been inebriated when he fell. There were bottles all around him, and traces of vomit on his shirt. Any signs of violence? Nein, es scheint ein Unfall gewesen zu sein. No field autopsy necessary. You can hear her quickly typing in the background. What about his belongings? Did you examine his clothes? Er trug Stiefel, eine Hose und eine alte Lederjacke mit hellblauem Futter. In seiner Tasche habe ich einen Büchereiausweis gefunden. Any information on the library card? Er stammt von der Stadtbücherei Jamrock Mitte. Er gehörte jemandem namens Billy Mejean. Good. You have a lead. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? Wir übernehmen den Fall. I have assigned the case to Lieutenant Kim Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to take the body to the morgue. That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else I can do for you? Nein, danke, das war's vorerst. Wobei... Doch, verbinden Sie mich nochmal mit Sylvie. Just a second, officer. Sylvie Malaika on the line for you, officer. Yes, hello? Sylvie, hier ist wieder die Polizei. Oh, great. What else do you need, detective? Okay, ich habe gedacht, vielleicht kann sie ja noch irgendwas... also, keine Ahnung, vielleicht hat sich jetzt... Ist es auch einfach 3 Tage her, dass wir mit ihr gesprochen haben? Also A, vielleicht hat sie was Neues, oder B, können wir sie auf irgendwas ansprechen, was wir inzwischen rausgefunden haben. Aber nein, können wir nicht. Okay, cool. You hear the call breaking up on the other end of... Anything else I can help you with, officer? Nope. 57th, over and out. In the cabin, you see a... Ja, danke. Okay. Ja, Stadtbücherei in Jamrock können wir erst in einer Stunde anrufen. In that case. Dass ich mit ihr nicht sprechen kann, macht mich ein bisschen kirre. Fuck, does Kuno care? Kuno doesn't. Haben wir eine Möglichkeit, plus Empathie zu kriegen? Nicht, dass es funktionieren würde, aber... Ich will keinen Skillpunkt dafür ausgeben, dafür ist mir Kuno einfach nicht wichtig genug. Wobei der wahrscheinlich eine Menge erzählen könnte, wenn er wollte, aber... Hatte ich das nicht gerade? Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich die Reihe schon gemacht hatte, aber... Nix mit Empathie. Fuck, does Kuno care? Du hast nicht zufällig etwas über verschwundene Heuschrecken mitbekommen, oder? No, Kuno doesn't give a fuck about books. Oh my god, I told you that shit is lame! Shut up, see. Now they're gonna take you to Lane Prison! She sounds like she's about to cry, out of disappointment at Kuno's newfound lameness. Jetzt haltet mal die Luft an. Niemand ist hier lahmarschig, niemand steckt in Schwierigkeiten, sagt mir einfach, was passiert ist. Deny everything, Kuno. You need to lawyer up. Kuno's not gonna say anything without his lawyer present. There's definitely something going on here. Remember his pig's head shack? You should check it out. Mhm. Kuno doesn't fucking care. Okay. Dann gehen wir mal... Moment, war das hier? War das ein weiter? Ne, das war schon hier, ne? Das Geräusch schmelzenden Schnees, der vom Dach tropft. Eigenartig. Hier wimmelt es von Heuschrecken. All around you, the hisses and chirps of locusts fill the musky air. The earthen floor of the shack has been shaped into mounds of mud, dotted with little holes for windows. Like skyscrapers, spires of dirt and sand rising. Accommodations for their insectoid inhabitants. Well, detective, it appears you've solved the case.
Der Lieutenant sieht sich um, schreibt etwas in sein Notizbuch und dreht sich dann zu dir. Of the locusts. For the missing locust case, which is a subcase of the imaginary insect case. So at least that's going well. Seien Sie nicht so sarkastisch, Kim. Oh, I'm not being sarcastic at all. We are making real progress here. Ach, halt's Maul. Glauben Sie, ich finde den ja auch lustig. Glauben Sie, die insulinische Phasmide ist in der Nähe? If anything, the presence of the locust points to the opposite. The phasmid did not take the bait from the traps. It was Kuno. The phasmid doesn't exist. But what do I know? Use your powers of deduction. You knew the magic bug was nowhere near here. The phasmid is impairing your judgment. Wir sollten mit Kuno über das hier reden und ihn dazu bringen, damit aufzuhören. I'll let you handle the Kuno side of things. You are doing just fine. Nee, finde ich nicht. Aber er hat halt auch einfach keinen Bock da drauf. Ja, okay. Cool. Fuck does Kuno care? Ich weiß, dass du die Heuschrecken aus den Fallen geholt hast, die der Kryptozoologe aufgestellt hat. Yeah. Kuno took the bugs. So what? So it wasn't the phasmid. A wave of disappointment washes over you. Erst sagst du, dass die Insekten scheißegal sind und dann ziehst du los und errichtest eine ganze Insektenstadt? It's not Bugtown. It's the city of locusts. Locusts aren't just bug shit. They come out of the sky like a fucking shadow. Shit descends. Stop! Okay. You stop. It's like their fucking night. Locust City, Night City, City of Rage. There's a tug of war over the name of his fantastical city. It's almost too big for his imagination. The girl forces herself to watch again, the corners of her eyes twitching from discomfort. The lameness is causing her physical pain. The damage may be permanent. Stadt des Zorns klingt nach einem coolen Ort. Kuno, the pig wants to help you. Oh, that's how lame it is. Please just don't say you're... An artist? Maybe I am an artist. You hear that, everyone? I'm a fucking artist now. Kunst zu erschaffen ist eine ehrwürdige Berufung. Bin selbst auch mal sowas wie ein Künstler, manchmal. Oh my god, Kuno! He's gonna make you totally lame in, like, 3 seconds. Don't let him, Kuno. Yo, fuck you, see? Kuno can be what Kuno wants to be. Kuno's his own man. Kuno's free. Er zerrt an den Knöpfen seines Hemdes, um es aufzureißen. Sie geben nicht nach. Kuno made himself into Kuno. Kuno can make himself into anything. Kuno can make himself into a pig if he wants. Kuno can make himself into a... Kuno doesn't give a shit. Don't make yourself into a pig, Kuno. You'll have to take me away. Eine bleierne Stille legt sich über den Hof. In it, you hear snow melting, dripping from the eaves. Someone closing a window. So that's what this is about. Das kommt auf die Entscheidung an, die du triffst, junge Dame. Without a word, she disappears entirely behind the fence. For once, the boy is lost for words. He turns completely red now, with splotches of white beginning to appear across his face. Use this momentary confusion to take control of the situation. Du darfst keine Heuschrecken mehr aus den Fallen nehmen. Die Kryptozoologen wollen etwas sehr Wichtigem auf die Spur kommen. Die Heuschrecken sind Köder. Ich muss dich das fragen. Welche Bedeutung hat die Stadt der Heuschrecken? Was hast du mit den Heuschrecken vor? Damn, das ist alles nicht das, was ich fragen will, aber...
welche Bedeutung hat die Stadt der Heuschrecken? It don't mean anything. It's shit. Kuno just likes to focus. Kuno likes to concentrate on shit. Build shit when he's zipping hard. Fuck. Pig, you really shouldn't have fucked with Kuno City. Now it's all fucking lame. Tja, was hast du mit den Heuschrecken vor? Kuno's gonna let the fucking locusts die. Okay. Du darfst aber keine Heuschrecken mehr sehen. As if anyone cares. I don't give a shit. I don't need the locusts anyway. Shit is all lame now. C was right. The girl's face appears again, above the fence, just long enough to make eye contact with Kuno. Okay, da das jetzt geklärt ist, gehe ich mal wieder. The fuck are they trying to catch anyway? With the traps? Die insulinische Phasmide. He recognizes the name. Moment, du kennst die insulinische Phasmide? Bitches think Kuno doesn't know shit. The fuck out of here. Kuno's tired of this shit. There's silence between the two children. They're not saying anything to each other, nor looking in each other's direction. Ob ich jetzt mit ihr sprechen kann? Wahrscheinlich nicht. Kuno, the pig's getting pretty close to me. Come to snuff my shit out, I think. Dann kommen wir doch noch mal einen Schritt näher. Looks like it's time for me to go, Kuno. Pig's come to take me in. She means it. The fear is real. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Du kommst noch einen Schritt näher. I'm going away for a long, long time, Kuno. Going away for life. What's going on there? Fuck are you trying to pull, pig? Hey, Kleine. What's this kid shit? Fucking mind games. I'd rather die than squeal. Get the fuck out of her face. You got done. Talk to me. I'll die before I squeal, pig. Du, da hinter dem Zaun. You don't want to fuck with me. I got my hands bloody. I'm not here, pig. You're not seeing this. You can still see the top of her hat from behind the fence. Okay, ich würde sie vielleicht auch nochmal von der anderen Seite ansprechen wollen, war sie nicht. Keine Ahnung, ob da irgendwas bei rumkommt, aber... Okay, jetzt müssen wir jetzt wirklich noch mit Randy sprechen? Nee, wie heißt er? Morale, in Wirklichkeit. Okay, wir müssen ja die Zeit bis 10 Uhr überbrücken. Hi, Morale. Hello, officer. I think I almost have it. A new trap design, that is. I know you're skeptical, but I have a good feeling about this. Ich habe mich mit diesem Jungen unterhalten. Kuno. Er hat versprochen, keine Heuschrecken mehr zu stehlen. Hat er das? Weiß ich ja nicht. So it was just a child. Enttäuscht schürzte er die Lippen. Thank you for telling us, sweetie. This is good news, right? It means we can try again. Natürlich. Something is secretly gnawing at her confidence. It's not this Kuno kid, or the missing locusts. It's something else. Yeah, you're right. We just need to restock the empty trap. Then we'll need to inspect the traps one more time. And then maybe we can. Na, nach einem grässlichen Hustenanfall klingt das jetzt aber nicht. He has a 38-degree fever. His resilience has given way. Okay, woher wissen wir das? Darling, I told you to take it easy. You're getting sick. Maybe it's time to go home. You're right, you're right. We can come back next season, when it's warmer. Mann, ich merke echt, dass mich diese Nummer Zeit kostet, die mir bei meinen eigentlichen Ermittlungen fehlt. Nein, tut sie halt leider irgendwie gar nicht. Ich wünschte, es wäre so. Na, die Sache ist es nicht wert, dafür ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Sie sollten es gut sein lassen und nach Hause gehen. Ich würde ja wirklich gern helfen, aber ich muss mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Verdammt. Vielleicht kann ich ja die Falle für sie neu bestücken.
Wir sind zu zweit gekommen, um aufzugeben. Wir sind zu weit gekommen, um aufzugeben. Ich werde die Falle neu bestücken. Legen wir los. Okay, wir können den Auftrag begeistert annehmen. Wir können ihn nur annehmen. Oder wir haben 2 Möglichkeiten, ihn abzulehnen. Boah, will ich diese Falle neu bestücken? Ich sehe halt echt nicht, dass da was Sinnvolles für uns bei rauskommt. Also halt echt nicht. Im Zweifelsfall irgendeinen Gedanken, den wir verfolgen können. Apropos, oder können wir... Ist nicht noch irgendwas in Entwicklung? Hat über Nacht wahrscheinlich nicht geklappt. Gleich mal schauen. Mann, ich merke echt, dass mich diese Nummer Zeit kostet, die mir bei meinen eigenen Ermittlungen fehlt. Of course, sweetie. You've helped us so much already. Everyone would understand if you... Ja, die Sache ist es nicht wert, dafür ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Sie sollten es gut sein lassen und nach Hause gehen. He's right, dear Morel. Come now, we've waited so long. What's one more season? You're right, dear. We'll get our shot yet. I'm sure of it. The slouch in his shoulders tells you otherwise. He doesn't know how many more field expeditions he has left in him. This place is much better for fieldwork in the summer, believe me. Is that a pang of sadness, Lieutenant? Thank you, dear. And you, Detective Fox? You've been great company to an old lady and her stubborn husband. Im Englischen sagt sie nur Detective Fox. Im Deutschen ist es Detective Verdutzter Fuchs. Ich finde Verdutzter Fuchs schon ein bisschen niedlicher. Sie hat schon harte Granny-Vibes. Ich habe schon das Gefühl, als würde sie mir gleich gern was zu essen kochen wollen. Aber, interesting. You're right, Lena. The RCM is worth their salt. More so than they say on the radio. Würden Sie mir Ihre Adresse geben? Also für den Fall, dass es Neuigkeiten gibt. Okay, it's 1113 Tabernacle Road, Jamrock, but... A sigh. She doesn't think you'll need it. Wir sehen uns, Rolli. Nein, wir sagen, machen Sie es gut, Lena. Goodbye. Ein gasbetriebener Rollstuhl. Okay, der macht komische Geräusche. Weg sind Sie. Die Tür inzwischen offen ist. You see a heavy steel door. Ich glaube nicht, dass die Hardybus mir was zu sagen haben, aber probieren wir es. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Ich habe gerade eine Kugel gefunden. Im Kopf des Gehängten. A bullet, you say? That's mighty curious. Indeed, mighty. How did it get there? Der Lieutenant hat Titus fest im Blick. Well, there are so many bullets in the world, and so many heads. I guess it's only logical. At some point, one of them bullets had to end up in one of them heads. It's bound to happen again, you know? Just statistically speaking, of course. Ich frage Sie erneut, warum war das hier, du zeigst Ihnen die Kugel, im Kopf des Opfers? Nee, ich möchte Ihnen die Kugel eigentlich im Moment... Ja, es ist halt... Weißt du, das ist halt... Das ist jetzt so eine Sache... Also entweder beweisen wir damit, dass wir halt nicht bluffen. Er könnte sich jetzt aber auch einfach die Kugel schnappen und sagen, ja, Sie haben gar nichts. Weißt du, er könnte sie mir halt einfach aus der Hand reißen. Und was machen wir dann? Dann machen wir halt nichts. Ich riskiere es. Ich frage Sie erneut, warum war das hier im Kopf des Opfers? Wow! He's got it in a real evidence bag and all!
Why don't you go home and log it into evidence? These men have told you what happened. Ich glaube, dass mit dem Hängen die Erschießung vertuscht werden sollte. You know what I think? I think he was shot in the head as a kid, and his brain grew around the bullet. Around the bullet, man. That's a good one. They're only pretending to enjoy this. Beneath the act, they don't like you knowing this. Haben Sie ihm in den Kopf geschossen? Shit! I probably did shoot him. I was drunk last night. You guys know me when I'm drunk. Yeah, Glenn likes to shoot his guns when he's drunk. Better hope he stays sober. No, he meant before he was hanged. Did you shoot him before you hanged him? Before? After? During? This is getting ridiculous. They told you what happened. Stop wasting your time. Unfassbar. Ah, keine Sorge, früher oder später kommen wir noch dahinter. Never been worried in my life, lawman. Er verschränkt die behaarten Arme und hat sein Bier für einen Augenblick vergessen. It's not like he blew it wide open, but there's a little crack in there, somewhere. 58%. Okay. Haben wir Klamotte die Autorität? Also wir könnten einen Punkt reinstecken. Wir haben sogar 2 Skillpunkte über. Wir könnten einen Punkt in Autorität stecken. Okay, und mal wieder gucken wir unsere Klamotten durch. Was ist denn? Autorität ist lila. Okay, das hilft mir schon mal. Ich glaube, da haben wir fast gar nichts. Willenskraft, Empathie, Innenleben und Willenskraft. Minus Autorität können wir, aber plus. Ja, ich probiere es erstmal so. Looks like the circus left town, but Ja, the ja. clowns are still here. Probieren wir es. Versuchen wir, die Hardy Boys von unserer Autorität zu überzeugen. As you look around this room Success. full of sweaty men, swearing, drinking, spitting out tobacco, does this look familiar? Wo habe ich das schon mal gesehen? You believe the place was called Precinct 41. It was also filled with, almost exclusively, men, sitting on desks, talking shit and wasting time. Ich hab's kapiert, Titus. Sie und ihre Jungs sind die wahre Autorität in der Gegend. Huh? Es muss so sein. Sie sind genau wie echte Bullen. Trinken Bier, sitzen mit ihren Schwänzen in der Hand rum. You got a problem with beer now? Not quite there yet. Push on. Nein, ich war mal so betrunken, dass ich meinen Wagen ins Meer gesteuert habe. Mir geht auch alles am Arsch vorbei, so wie Ihnen. Nein, das ist nicht... weiß ich noch nicht. Im Vergleich mit den anderen Optionen. Nein, ich trinke für mein Leben gerne Bier. Und hole mir lieber einen runter, anstatt anderen zu helfen. Oh, ich habe ein Bierproblem, aber keine Probleme mit Bier. Und ich habe keine Ahnung, wie ich meine Arbeit zu machen habe. So wie Sie. Speak for yourself, buddy. I've been running this outfit for 10 years now. You should have seen Martinez before it started. It was like jam rock now. They didn't see shit, man. Kids getting shot. We had 3 shootings a week. Fucking graffito everywhere. You cops haven't shown up since the 30s. Congratulations on the graffito removal. All I see is you sitting around talking about Monica's titties while there's a rape victim. So what? What do you want from me? We took care of that fuck. Don't let him drink that. One more push. Quick. Just don't antagonize him. You have this already. Es geht nicht darum, wer der Schuldige ist, sondern um das Opfer. Sie braucht Hilfe. Jemand wurde vergewaltigt. Sie benötigt Unterstützung. Wir müssen mit ihr reden.
Das ist more or less beides das gleiche. Aber ich gehe mal mit dem ersten. Titus? She stops mid-sentence. That's it. You got him. He's going to give it up, but on his terms. You wanna help her, cop? Fine. I'm gonna let you help her, but you treat her with respect. If you don't, if you question her, harass her, a freight train of pain, buddy. What is her name? Der Lieutenant holt seine Notizen hervor. Glacia, I'm on due. She's staying here at the Whirling in Rags, a real pretty one. Silvery jumpsuit, blonde. That's I'm on due, with an O-U. Das ist Miss Oranje. Von ganz vom Anfang. Shit. The girl. The girl upstairs? That can't be her. She knows you drank so hard you forgot you were a cop. Oh, it's her! It's definitely her! It's Miss Oranje, disco dancer! Mhm. Klasse? Du rückst deine Krawatte zurecht. Miss Oranje Disco Dancer? Okay. Wir hätten nicht mit ihr sprechen sollen, dann hätten wir jetzt bessere Chancen. Naja. Glacia Armando. Cool. Wir versuchen trotzdem, uns nichts anmerken zu lassen. You inexplicably Success. add cool after the victim's name, but no one notices. Your spine is too damn straight. None of these people would ever suspect you've met her. Whatever you do not tell him you know her. That would sound off. In welcher Beziehung stand sie zu dem Söldner? Relationship? There was no fucking relationship. He raped her. That's their relationship. Was like that karaoke incident all over again. Or like some of the other girls he was harassing. Okay, enough. All of this is irrelevant to your stated investigation. Wann hat sich die Vergewaltigung zugetragen? He did it before we killed him. He's not gonna do it again. So what does it matter? It would help if we establish a timeline. All right. 2 weeks, maybe? I don't know. I need another beer. Here you go, boss. In welcher Bestehung, what? In welcher Beziehung stehen Sie zu ihr? I know her. Er sieht sich um und eine ungewöhnliche Stille legt sich über den Raum. How well do you know her? A small twitch in the corner of Kim's mouth. He has a hunch about what knowing means. Well enough, Copper. We partied. She's been here for a few months. He tries to make it sound real casual, but the muscles on his neck tighten. Sie ist also nicht aus der Gegend? You mean Revachol? Nah, she's an immigrant. Or a drifter of some sort. Been staying here over the winter. Don't you give her any more trouble. She's just had some bad luck, that's all. Entschuldigung, eine Vergewaltigung ist einfach keine Pechsträhne. So, fuck off. Shut up, Angie. She doesn't need your help. Titus gives them both a look. They fall silent. What's with all the silences? It's like these guys don't know how to feel about this. You should keep picking at it. And what was up with the partying she and Titus did? It sounded fun. Sie haben gesagt, Sie hätten zusammen Party gemacht. Was meinen Sie damit? What do you think I meant? Sex, Drogen und Karaoke? Yes, and no. Got something to say about it? Sie wollen also sagen, dass mehr zwischen Ihnen war? No, we just fucked. That's all. I'm not gonna give you any details if that's what you're after. So put your dick away. He really went out of his way to seem comfortable with this topic.
That's all you're gonna get for now. Dankeschön. Wir werden mit dir reden. Remember what I said. Freight train of pain. Okay. Das hat uns einfach weitergebracht, als ich dachte. Krass. Gehe nach oben, klopfe an die Tür. Ah, okay. Ich würde auch tendenziell mal gucken, ob wir unser Tonbandgerät nutzen können. Entschuldigung. Kurz einen Schluck aufgehabt. Aber ich glaube, unser Tonbandgerät ist einfach Fakt, oder? Ah, well. Gut, klopfen wir an die Tür. The door is closed. Who is it? Die Stimme einer Frau antwortet, gedämpft durch die Tür. This is the police. Can we come in? Come on up. The door is open. I'm drying my hair. Sounds like it's coming from upstairs somewhere. You could snoop around before going up. Okay. Wait a second. Was war denn? Ah, okay, ich müsste auch die richtige Taste drücken. Okay, wir können aber tatsächlich gar nicht so viel rumsnoopen. Hotelkostenberechnung. Anscheinend war sie länger hier. Haufen schmutziger Wäsche. Frauenkleidung. Das Zimmer strahlt pure Traurigkeit aus. Was erinnert dich an dein eigenes? Du blickst in den Hof hinab. Die Leiche ist nicht mehr da. This medicine cabinet is full of wares. Sheets of pills, haphazardly stacked, one on top of the other. There's also a toothbrush somewhere in there. Sehen wir uns doch mal die Medikamente an. Pharmaceuticals line the shelves. Sheet upon sheet of pill bottle next to pill bottle. Acetylic acid, APAP, eye drops, blood thinners. Das ist ein umfangreiches Sortiment. Anything of note? Durchsuchen wir mal die Döschen. Pill bottles rattle like bones as you search the cabinet. Paracetamol, histoperidol, something in a foreign language you can't read. Behind them, an unusually shaped nasal spray. Its label reads, Necra. Was ist Necra? An opioid receptor antagonist. It's used for diamorphine overdoses. Dann durchsuchen wir mal die Tablettenstreifen. Among some foreign, probably Messinian or Gottwaldian, marked red blister packs you find. What do you find? This is going to take a little know-how. Nun, wie gut, dass wir so viele Punkte in Elektrochemie haben. A bright orange bottle with peptide stamped on it. In sunny, happy letters. Jackpot, baby. That's the stuff you're looking for. Your palms begin to sweat just holding that little plastic container. Was ist so spannend an diesem orangenen Döschen? It's speed, man. Just what you were looking for. They call it dextroamphetamine and talk about psychological disorders. But what we're seeing here is some scientifically advanced trucker speed. Haben wir noch Peps? Okay, wir kriegen das halt im Leben nicht mit, oder? Also es ist halt not gonna happen, aber hey. Wir schließen den Schrank. Wir legen diese Handschuhe an und öffnen den Schrank und durchsuchen die Tablettenstreifen. Probably Messinian or Gottwaldian. Wir suchen erneut nach dem Peptid. There it is. The orange sun wearing blister pack. You feel almost nostalgic for it. +2 Mechanik it is. You dropped it smack dab in the middle of the floor. There it is, orange as the midsummer evening sun, or the lieutenant's bomber jacket. Ist aber fair. Wir haben viele Rolls gehabt, die irgendwie gut gegangen sind. Von daher, das passt schon. Wow, that's unbelievably orange. Anyone can see that. It's practically
effervescent. Dann heben wir es auf. The lieutenant tries to keep his eyes on the door, but the peptide bottle sounds like a rattlesnake. It's basically a percussion instrument that you're stuffing into your pocket. Who cares, man? Who cares what the stiff thinks? You got it. Here comes the afterburner. Just put it in your sweaty little hand now. Sehen wir uns die Zahnbürste an. It's been used quite a lot, but not for scrubbing blood off towels or anything else interesting, it seems. Schließen wir den Schrank. As you fold your fingers into a fist, you realize you could knock anyone out with one punch. The white ceramic gloves wrap around your digits comfortably. Your movements cause tiny little clicks, like dice rolling somewhere far away, as the plates reorient to your motions. Ich werde verantwortungsbewusst mit diesem Rüstungsteil umgehen. Ich trage es, um mich zu schützen, nicht um anzugeben. Ich trage die Rüstung der Zukunft, wie es sich für einen Polizisten gehört. Nee, schon Ersteres. Wir haben einfach nicht so ein Ego. The hardened vitreous enamel, at once sleek and light, adds a glow to your cheeks and a spring to your step. Just imagine what a full suit of this stuff could do for you. You really do feel more confident. Invulnerability does that. Even partial invulnerability. Ja, ich will die ganze Rüstung haben. Ja, aber kriegen wir doch eh nicht mehr. Die Stiefel sind gone. Diese Ausrüstung könnte mir verdammt viel Kohle einbringen. Vermutlich könnte ich sie sogar einmal an einem Bullen verkaufen. Das ist Feindtechnologie, hinter der ich so lange her war. Ich kann mich nicht einfach bloß an ihr erfreuen. Ich muss sie studieren. Remember, this is a highly specialized kinetic redistributor meant to stop bullets. Wear it. Observe its properties. See if there's a weakness in the design. For the day you have to fight someone covered in the same material. Okay, nichtsdestotrotz würde ich 1 Motorik plus 1 Psyche minus 1 Moral. Das ist total fein eigentlich. Ich würde die Handschuhe gern ablegen. Warum dauert das eigentlich noch so lange? Oh, stimmt, das waren 8 Stunden und es geht nicht über Nacht. Okay, Fair Point. So, Fairweather. Minus 1 Gewandtheit, stockende Bewegung. Es tut wirklich weh, auf diese Rüstung einzuschlagen. Ein Schwert würde nicht einmal einen Kratzer hinterlassen. Eine Kugel würde sofort abprallen. Aber irgendeine Schwäche muss sie doch haben, die es dir erlaubt, dich gegen diese gefährliche, gegnerische Technologie zu behaupten. Du musst nur herausfinden, was es ist. Vielleicht könntest du auf dich einschlagen, während du sie trägst? Auf dich schießen? Mal sehen. Im Moment kein Slot frei und ich will dafür eigentlich gerade keinen keinen ausgeben und nee. Ich würde gerne die Handschuhe wieder tauschen und dann würde ich gerne mit Miss Oranje reden. To be fair. Kim, komm mal raus da, ich will die Tür zumachen. Okay. Und auch die Tür. Ich weiß nicht warum. Wir müssen ja keine Leute einladen. Du spürst, dass dich von hinter der Glastür aus jemand beobachtet. Eine Frau. Das Bett wurde hastig gemacht. This window is pristine on the inside, unlike the one next to it. Light from the desk lamp reflects off the glass in an untarnished golden halo. Du streichst mit dem Finger über die Glasoberfläche. Smooth as ice. There are spots of mud and rain on the outside, even smudges. But the surface of the window is clear from the inside. No chips, no hairline fractures. Following your lead, the lieutenant leans in closer to inspect the surface. Das Fenster wurde erst vor kurzem durch ein neues ersetzt. Looks like it, yes. You know which window has not been recently replaced?
Das Fenster, das ich in meinem Zimmer eingeschlagen habe? Was ist das plötzlich? Etwa Schuldgefühle? Whatever it is, it's messing with your concentration. Stop distracting him! He has work to do! Plus, if I recall, the window has been giving him shit ever since he got here! Man muss diese Krawatte einfach lieben. Der Geruch von Zigarettenrauch hängt in der Luft. Astra, Menthol. Kalter Kaffee und ein Aschenbecher, der wie ein Igel aussieht. Nanu, eine Handvoll getrockneter weißer Wildblumen. Just as you look at the flowers, a gust of wind raises them from the roof, picking them up in the air. Na, das wird wohl nicht funktionieren, aber probieren können wir es. Du bewegst deine Hand schnell und versuchst die Blumen zu fangen. You catch a single white flower between your fingers. The rest fly off into the wind. It's a Maybell. The young woman looks at the Maybell in your hand. Just a glance, then takes a drag of her cigarette. The lieutenant gives you an acknowledging little nod. Okay, was ist denn mit der Tür hier eigentlich? The same small, heavy door. No lock in sight. Wo führt die hin? I don't know, Lieutenant Yefreiter. It is not the first closed door we found in this building. There is also your mysterious blue kitchen door. Glauben Sie, es ist wichtig? I don't know. The further we get, the more this building seems to be tied to the case. Below, the hostel cafeteria creaks and groans under your added weight. A skeleton of composite support beams and cantilevers. Du stampfst mit dem Fuß aufs Dach. A dull thump. Somewhere inside, a wind brace rattles from the imperceptible motion of the building. The vigilantes, the cadaver, and a number of people connected to the case are in or around this building. This door is part of it. It's not unimportant. Sehen Sie? Unsere eigentliche Ermittlung und die Tür unten verschmelzen zu einer Stereo-Ermittlung. I hate it when that happens. Wir drücken gegen die Tür. It's barred from the inside. You hear the bar rattle in the brackets. Sounds like it's heavy too. Very sturdy. Gut, bevor wir das machen, bevor wir das probieren, würde ich A, gern erst mit ihr sprechen und B, andere Klamotten ausrüsten. Weil wir können auf jeden Fall mindestens +1 Körperapparat bekommen. Wenn nicht mehr. Wir haben das Maiglöckchen. Okay. Dies ist die Wildblume, die du auf dem Dach des Whirling gefangen hast. Nur eine aus einem Strauß von Maiglöckchen. Ihre Blütenblätter sind in deiner ganzen Tasche verteilt. Okay, und 6 crumbling petals rest on your palm. They're white, a bell-shaped crown. Was ist das, Kim? This is the Insulindian lily, called Maybells or Lucille's tears during the Revolution. Girls used to pin these on soldiers before sending them off to battle. Wer hat sie an den Uniformen angesteckt? Welche Seite? The revolutionaries, so the communards and the anarchists. White's their color, but the custom started in the suzerain's army, so it held meaning for the kingsmen too. It's about girls and boys more than sight. Girls sending off boys who are going to their deaths, then also dying themselves in the ruins from dysentery and consumption. It's a symbol of the Civil War. Blühen diese Blumen zu Frühlingsbeginn? Yes, but not this early. Not to my knowledge. It looks dried, preserved. Ist es Zufall, dass sie hier auf dem Dach lag? Maybe. Maybe not. We'll see. Alles klar. The petals feel dry and fragile in your hand. Water flows under the channel bridge. Dark water. You rub your sides for warmth, but there is none. Du haust dir auf die Finger. Inland, above the Martinez distributary, the channel that brought wastewater from the silk mills of Gemro, and then dead bodies during the war. The wrinkled fingers of an old man crush flower petals, then sprinkle them in the stream like white salt.
Also ich kann nicht behaupten, dass Shiver schon viel zu unserem Fall oder zur Lösung beigetragen hat. Aber damn, tut das viel zur Atmosphäre. Holy shit. Welcome to the roof. In einer Hand hält die junge Frau eine Zigarette, in der anderen eine Kaffeetasse. Her hair is still slick from the shower. Sie hat kein Handtuch hier. Vielleicht trocknet sie es in der kalten Luft. Keine gute Idee. Below her silvery jumpsuit, an athletic young body, built long and lean. I'm sorry for the mess down there. The cleaning lady hasn't come by in days. I'm beginning to wonder if she ever will. Schönen Ausblick haben Sie hier. It's much nicer now. Ihr Blick wandert nach Norden in Richtung Hof. Where the dead body used to hang, clearly visible from the roof, but no longer. Thank you for that, officers. Truly. There is something in her light brown eyes, a sadness, when she thinks about the death of that man. Sie haben eine Putzfrau erwähnt. Ich könnte eine gebrauchen. Oh, yes. Legends of room number 1 have made their way around the building. They say a portal to hell has opened in there. Na, Disco Inferno. They also say that's why the cleaning lady quit. Because of the infernum. I'm Kim Kitsuragi. I'm a detective from Precinct 57. I see you've already met my colleague. Have I ever? Have you grown accustomed to your role as a police officer? Ja, einmal Bulle, immer Bulle. Ich verstehe wirklich nicht viel von dem, was ich tue. Nee, ich will ihr schon ein bisschen Safety geben. Deswegen, auch wenn, ja, und irgendwie ist es halt auch einmal Bulle, immer Bulle, oder? Wir haben halt immer noch unseren Selbsthass und unseren Selbstzerstörungsdrang, aber wir sind schon auch immer noch Cop. Like riding a cop-a-cycle. Sie trinkt einen Schluck von ihrem Kaffee. Miss, we are investigating the murder of the man down there. The people who put him there have asked us to talk to you. Oh, I see. Nachdenklich zieht sie an ihrer Mentholzigarette. Be careful. Ask something else first. When you go there, use words like, I hear you have been through something difficult. Wie lautet Ihr Name? Nur fürs Protokoll. Clausier Amondou. Und wo kommen Sie her? Vredefort, Republic of Oranje. Wie alt sind Sie? I'm 28. Was machen Sie beruflich? Haben Sie ein Spezialgebiet? Something stupid. Und zwar? Oranese lit. Oranje... Was bitte? Oranese literature. It's what I studied at the university. Worum geht es in der oranesischen Literatur? Fear of failure, fear of death, how it sucks to be Oranese. All national literatures are... Only the name of the nation changes. If that's true, then Revacholian Lit would fit you like a glove. Was macht man mit so einem Studiengang? Oh Gott, das ist die Klassikerfrage. Nein, die stelle ich hier nicht. Okay, danke, das war alles fürs Protokoll. Was Oranje ist, also wir wissen, es ist ein Land. Und ich will ihr diese Frage einfach nicht stellen, aus Prinzip. Und ich will sie nicht nach ihrem Reisepass fragen, weil das würde halt sofort Vertrauen brechen. Von daher, danke, das war alles. The record. So official. Mir ist aufgefallen, dass Ihr Zimmer in der Nähe von meinem liegt. Ich hätte da eine persönliche Frage. Ja, darauf kommen wir vielleicht später zurück. Vielleicht kann die unser Gedächtnis noch etwas auffrischen, aber... hübsches Zimmer, das Sie hier haben. Yeah, it's pretty deluxe. No one likes to talk about their dirty laundry and their empty bottles. Maybe if you phrase it emotionally.
Hm. Du siehst dich um. Ich sage es ja nur ungern. Aber hier strotzt es nur so von Traurigkeit. Nein, das sagen wir auf gar keinen Fall. Sie haben da unten eine ganz schöne Sammlung verschreibungspflichtiger Medikamente. Das sagen wir auch nicht. Wir sagen, das Fenster ist neu. It is. Sie geht ein Stück nach links, um darin ihr Spiegelbild zu überprüfen. The lieutenant makes a note in his notebook. He finds the answer unsatisfying. Was machen Sie im Whirling? I'm wintering. How long have you been staying here? About 4 months. I came in November. Warum ausgerechnet hier? Here in the Whirling, here in Martinez, or here in Revachol. Alles. Hier in Revachol. I always wanted to see the only city in the world in the worst time of the year. It's a tourist thing. I'm wintering. How long? About 4 months. Here in the Whirling, here in Martinez, or here in Revachol. Hier in Martinez. I heard this is where the washed-up disco has-beens go. Ja, da sind Sie hier genau richtig. Sie sind zu jung, um als abgehalfterter Disco-Freak durchzugehen. Nein, wir sind hier in Sassy Town, wo die Zukunft der Dance-Musik hinführt. Ja, weiß ich nicht. Sie sind zu jung, um als abgehalfterter Disco-Freak durchzugehen. I'm really not. Okay. I'm winter. How long? About 4 months. Here in the Whirling, because it's the funkiest building in Martinez. And because all the other buildings are bombed to hell. Okay, fair point. Wohin führt diese Tür? Haben Sie eine Ahnung? I have no idea, officer. Ich habe noch andere Fragen an Sie. Okay. Watching herself reflected in the bedroom window, tall and sparkling and draped in smoke. Uns wurde gesagt, dass Sie etwas Schlimmes erlebt hätten. Something difficult? I've been through at least half a dozen difficult things. Which one do you mean? Wurden Sie sexuell genötigt? By sexually assaulted, you mean raped? Unbeeindruckt zieht sie an ihre Zigarette. Yes. It's a bit early in the morning for raped, isn't it? She sounds positively buoyant, vivacious, totally unbothered. So früh ist es gar nicht. She looks around. The sun has risen over the sea. People are rushing to work below. Naja, also um 10:30 Uhr rusht keiner mehr to work. It is. It's murderously early. I'm amazed I'm awake. Why am I even awake? Also, wurden Sie vergewaltigt? Yeah. I'm gonna go with not raped. I don't want to say that shit about him. Okay. By him, she must mean the victim. Tell them it's not my style. They'll have to, you know, if they want to jazz up the charges, they'll have to get someone more, rapeable. Okay. Are you saying that you were asked to tell us you were assaulted? Not explicitly, but I understood what they meant. It wouldn't hurt to spice things up a bit. Some assault and battery. Sexual assault, maybe. It was clear the latter would be spicier. Tatis hat sie gebeten, die Geschichte etwas aufzupeppen? Für uns? Pretty much. Warming them. Sie hält ihre Hände... Sie hält mit ihren beiden Händen die Kaffeetasse, um sie aufzuwärmen, ja. She must be very cold and exhausted of this life. Wir können ihr aber nicht die Jacke anbieten und auch nicht sagen, dass wir drinnen weiterreden wollen. Ja, gut, dann... Was hat sich zwischen Ihnen und dem Opfer wirklich abgespielt? We partied. Moment. Party gemacht? Wo habe ich das nur schon mal gehört?
Wir haben sie Party gemacht, du zeigst auf dein aufgedunsenes Gesicht, so wie ich. With all due respect, sir, I think we partied a little harder than that. Mehr als ich? Hätte nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Oh, it is. You're still alive. What did you do when you partied? We drank, sir. A lot. For weeks, basically. We had that effect on each other. We made each other drink harder. That's why I liked him. What else? Stimulants. Speed also has that effect, making you drink harder. And then drinking harder makes you do more speed. It's quite the combination. We also had sex. Whoa. After so much drinking and drugs, how did they manage it? Sie waren Liebhaber? Sie hatten Gefühle füreinander? Hatten sie Gefühle füreinander? A little. The drugs were good enough, and we did enough of them. How did you two meet? Downstairs, at the bar. He was on some sort of assignment. A military man, as you probably know. Had a cool, scary scar. She appears aloof, but that scar part, the scary, is stressed and drawn out. What's that about? Apprehension? With longing. She misses him. When was this? A month ago? Something like that. Es muss schwierig für sie gewesen sein, ihn dort zu sehen. Oh, yes. I've had a great view. From the roof, out of the bathroom window, in my dreams. A bitter cringe. It hurts. You look to the lieutenant. He takes a small step closer. You called us, the RCM. Yes. Jackpot. Wir sagen nichts. I made it. And I would appreciate it if you didn't tell everyone. In Martinez, they call it snitching. Reporting crimes is confidential in Revachol, Miss. Die Stimme des Anrufers war verzerrt. I didn't exactly disguise it. I just muffled the mic and nicked the landline a little. Angezwickt? Wie denn? With nail clippers. And I diverted some radio fuzz into it. Into the cold wire. So, she's God's mystery phone cutter. Und dabei haben sie die Leitung unten im Hostel kaputt gemacht. Did I? Fuck. I didn't mean to. I had no idea what I was doing. Jigsaw falling into place. This is satisfying. Good catch. I appreciate the symmetry. Warum haben sie sich die Mühe gemacht? I don't know, sir. It was stupid. I was drunk, too. I was probably afraid the Union was listening in. Locals say they have ears in the wires. Thank you for making the call, Miss. It was the right thing to do. I didn't want to, sir. But if I hadn't, you'd still be hanging there. Okay, wir sprechen noch ein bisschen weiter mit ihr, aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss.